Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn du noch nicht abonniert hast, vergiss nicht, ein Like zu hinterlassen und einen Kommentar zu schreiben, damit du keine wertvollen Tipps und Tricks für das Erlernen der deutschen Sprache verpasst. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, die richtige Aussprache. Es ist nicht nur entscheidend, um verstanden zu werden, sondern auch, um das Selbstbewusstsein im Gespräch zu stärken. Wenn du in Deutschland oder einem anderen deutschsprachigen Land bist, wirst du feststellen, wie wichtig es ist, die richtige Aussprache zu beherrschen. Eine falsche Betonung oder ein Missverständnis aufgrund von Aussprachefehlern kann manchmal dazu führen, dass du dich nicht richtig ausdrückst oder sogar Missverständnisse entstehen. Deshalb werden wir uns heute genauer ansehen, wie man seine Aussprache verbessern kann und welche häufigen Fehler dabei vermieden werden sollten. Die Aussprache ist nicht nur eine technische Fähigkeit, die erlernt werden muss, sondern auch eine der größten Herausforderungen für viele Sprachlerner. Besonders in der deutschen Sprache gibt es viele Laute, die für Nicht-Muttersprachler schwierig auszusprechen sind. Einige Töne kommen in anderen Sprachen nicht vor, weshalb sie schwer zu lernen sind. Aber keine Sorge! Mit den richtigen Übungen und Techniken kannst du deine Aussprache deutlich verbessern. In den nächsten Abschnitten werde ich dir einige der häufigsten Fehler in der Aussprache zeigen und dir einfache Techniken zur Verbesserung vorstellen. Jetzt lass uns zunächst die häufigsten Aussprachefehler anschauen, die viele Lernende machen. Denn nur wenn wir diese kennen, können wir sie gezielt vermeiden. Die häufigsten Aussprachefehler. Einer der häufigsten Fehler, den viele Lernende machen, betrifft die deutschen Vokale. In der deutschen Sprache gibt es eine Vielzahl an Vokalen und die Betonung der Vokale kann die Bedeutung eines Wortes stark beeinflussen. Zum Beispiel der Unterschied zwischen bieten und bitten. Auch wenn beide Wörter fast gleich klingen, bedeutet das erste anbieten und das zweite bitten, also zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass die Vokale nicht klar genug ausgesprochen werden. Oft wird das E in einem Wort wie Tasche als A oder U ausgesprochen, was die Verständlichkeit erschwert. Ein weiterer häufiger Fehler betrifft die deutsche R-Aussprache. Das R in der deutschen Sprache kann entweder am Anfang eines Wortes, zwischen den Vokalen oder am Ende eines Wortes erscheinen. Besonders im Süden Deutschlands wird das R oft gerollt, während es im Norden eher als ein kehliges R ausgesprochen wird. Viele Lernende versuchen das R auf eine Art und Weise auszusprechen, die nicht zur deutschen Sprachweise passt, was zu Missverständnissen führen kann. Ein weiterer Fehler bei der R-Aussprache ist, dass das R einfach weggelassen wird, was bei den Deutschen besonders auffällt. Die Konsonanten H und Sch sind ebenfalls schwierige Laute für viele Lernende. Das H in Wörtern wie nicht oder ich wird oft als Sch ausgesprochen, was die Bedeutung des Wortes verändert. Der Laut Sch, der in Wörtern wie Schule oder Schiff vorkommt, wird häufig falsch ausgesprochen, da er in vielen anderen Sprachen nicht existiert. Der Klang ist weich und viele Lernende neigen dazu, ihn zu hart auszusprechen, was die Aussprache ungenau macht. Schließlich gibt es noch die Endung ig. In Wörtern wie fröhlich oder möglich wird das ich als ich oder ich ausgesprochen, was oft missverstanden wird. Besonders bei schnellen Gesprächen ist dieser Laut schwer zu hören, was die Verständlichkeit erschwert. Nun, da wir einige der häufigsten Aussprachefehler kennen, wollen wir uns anschauen, wie du deine Aussprache verbessern kannst und welche praktischen Tipps es dafür gibt. Wie man schwierige Laute richtig ausspricht. Der erste Schritt zur Verbesserung der Aussprache ist, sich der Laute bewusst zu werden, die Schwierigkeiten bereiten. Nimm dir Zeit, um die schwierigen Laute richtig zu üben. Ein wichtiger Tipp für die deutsche Aussprache ist, dass du dir oft die richtige Lautbildung im Spiegel anschaust. Gerade bei schwierigen Lauten wie dem R oder dem Ch kannst du die Zunge und den Mund bewegen und darauf achten, wie sie sich anfühlen, wenn du den Laut korrekt aussprichst. Für den Ch-Laut gibt es eine einfache Übung. Stelle dir vor, du sprichst den Laut Sch wie in schön und versuche, diesen Laut in der Mitte des Mundes zu erzeugen. Achte darauf, dass deine Zunge sich sanft hinter den oberen Zähnen bewegt. Ein weiterer Trick für den R-Laut ist es, den Klang langsam zu üben und darauf zu achten, dass du nicht zu viel Druck auf den Rachen ausübst. Versuche das R wie in Rot oder Brot auszusprechen.
Es kann helfen, die Zungenspitze leicht an den oberen Gaumen zu legen und den Klang mit etwas mehr Vibration zu erzeugen. Übe dabei ruhig vor dem Spiegel, um die Bewegung zu kontrollieren. Um die Vokale zu verbessern, solltest du die Aussprache von jedem Vokal getrennt üben. Zum Beispiel ist es wichtig, den Unterschied zwischen E und Ä oder O und Ö zu erkennen. Auch hier hilft es, vor dem Spiegel zu üben und genau zu beobachten, wie sich die Lippen und der Mund bewegen. Bei den deutschen Vokalen ist die Zungenstellung entscheidend. Während das O eher in den hinteren Bereich des Mundes geht, ist das E eher vorn und flach. Ein weiteres hilfreiches Mittel ist das langsame Sprechen. Wenn du die schwierigen Laute übst, solltest du es langsam und deutlich tun. Das hilft, die Muskulatur in deinem Mund für diese Laute zu trainieren und sie richtig zu formen. Mit der Zeit wird das langsame Sprechen leichter und du kannst die Geschwindigkeit erhöhen, ohne die Genauigkeit zu verlieren. Techniken für die Verbesserung der Aussprache. Es gibt viele Übungen und Techniken, die dir helfen können, deine Aussprache zu verbessern. Eine der effektivsten Methoden ist das Nachsprechen von Muttersprachlern. Höre dir Audioaufnahmen oder Podcasts auf Deutsch an und versuche, die Sätze nachzusprechen. Achte auf die Betonung, die Intonation und die Lautbildung. Du kannst dir auch Videos mit Untertiteln ansehen und die Sätze laut nachsprechen, um deine Aussprache zu überprüfen. Ein weiteres effektives Training ist das Singen. Viele Lernende stellen fest, dass das Singen von deutschen Liedern eine unterhaltsame und effektive Möglichkeit ist, die Aussprache zu verbessern. Du kannst auch kurze Phrasen oder Wörter aus Liedtexten nehmen und sie langsam nachsprechen, um die richtige Aussprache zu üben. Verwende außerdem Apps oder Webseiten, die speziell für die Aussprache entwickelt wurden. Diese bieten dir Feedback und helfen dir, den richtigen Klang zu finden. Es gibt auch einige Online-Ressourcen, die dir dabei helfen, die richtige Betonung und Intonation zu lernen, was besonders für das fließende Sprechen von Vorteil ist. Schließlich ist es wichtig, regelmäßig zu üben. Du solltest dir einen festen Zeitpunkt nehmen, um täglich an deiner Aussprache zu arbeiten. Auch wenn du nur ein paar Minuten am Tag übst, wird sich deine Aussprache mit der Zeit erheblich verbessern. In den nächsten Abschnitten werden wir noch detaillierter auf praktische Übungen und Ressourcen eingehen, die dir helfen können, deine Aussprache weiter zu verbessern. Ein häufiges Problem für viele Deutschlerner sind die Vokale. In der deutschen Sprache gibt es eine Vielzahl von Vokalen, die in anderen Sprachen entweder nicht existieren oder anders ausgesprochen werden. Ein häufiger Fehler ist beispielsweise die Aussprache des Ü-Lauts. In vielen anderen Sprachen gibt es diesen Laut nicht und deshalb wird er oft durch ein einfaches U ersetzt, wie in Buch oder schön. Der richtige Laut wird jedoch durch ein langsames Zusammenziehen der Lippen und einer Zungenspitze, die in den vorderen Bereich des Mundes gerichtet ist, erzeugt. Anstelle von Buch oder schön solltest du versuchen, den Laut deutlicher auszusprechen und dich bewusst auf die Lippenstellung zu konzentrieren. Ein weiterer häufiger Fehler betrifft das Ä- und E-Vokale. Viele Lernende neigen dazu, das Ä zu einem E zu machen, was zu einer falschen Aussprache führt. Zum Beispiel wird Bären, wie im Wort Bär, oft wie Bären ausgesprochen. Der richtige Klang ist ein weicher, leicht offener Vokal, bei dem die Lippen entspannt bleiben, anstatt sie zu sehr zu dehnen oder zu verengen. Ein Beispiel für den richtigen Klang des Ä ist das Wort wäre, das eher wie wäre und nicht wie wär ausgesprochen wird. Ein weiteres Problem ist der O-Laut. In vielen anderen Sprachen, wie zum Beispiel im Englischen oder Französischen, gibt es keine wirkliche Entsprechung zu dem O in der deutschen Sprache. In der deutschen Aussprache wird der O-Laut oft zu einem offeneren, runden Laut gemacht. Ein häufiger Fehler ist, dass der Laut zu sehr geschlossen ausgesprochen wird, was ihn zu einem A-Laut werden lässt, besonders in Wörtern wie groß oder offen. Achte darauf, dass du den Mund für den O-Laut nicht zu sehr schließt und versuche, die Lippen zu einem runden Kreis zu formen. Wenn du diesen Laut aussprachst. Bei den Konsonanten gibt es ebenfalls häufige Fehler, besonders bei K, Sch und S. Der K-Laut, der in Wörtern wie ich oder nicht vorkommt, ist für viele Lernende schwierig, da es keinen ähnlichen Laut in vielen anderen Sprachen gibt. Oft wird das Ch stattdessen wie ein K oder S ausgesprochen, was den Klang verändert und schwer verständlich machen kann.
Um den Krachlaut richtig auszusprechen, stelle dir vor, dass du den Laut mit der Zungenspitze in die Nähe des oberen Gaumens produzierst. Du solltest den Luftstrom weich und scharf machen, ohne die Zähne zu stark zu berühren. Die Aussprache des Krach wird leicht heiser klingen, aber nicht zu stark. Das Sch-Laut, der in vielen deutschen Wörtern wie Schule oder Schiff vorkommt, wird häufig zu Sch wie im Englischen ausgesprochen. Viele Lernende sprechen das Sch zu stark und betonen es wie einen scharfen S-Laut. Das korrekte Schisch wird jedoch mit einer weichen Aussprache erzeugt, wobei die Zunge leicht gegen den oberen Gaumen gedrückt wird, ohne zu hart zu klingen. Ein weiteres Problem ist die Aussprache des S-Lauts am Wortanfang. In deutschen Wörtern wie Sonne oder Salat wird das S oft schärfer ausgesprochen als in vielen anderen Sprachen, wie zum Beispiel im Englischen. Einige Lernende neigen dazu, das S weicher zu machen, was die Aussprache verzerrt und die Verständlichkeit erschwert. Um den S-Laut korrekt auszusprechen, solltest du sicherstellen, dass die Zunge am oberen Gaumen anliegt, aber nicht zu fest. Der Luftstrom sollte klar und konstant sein. Ein weiteres häufiges Missverständnis betrifft das R-Laut. In vielen deutschen Dialekten wird das R gerollt, was für Nichtmuttersprachler eine Herausforderung darstellen kann. Ein häufiger Fehler ist, dass das R einfach weggelassen oder als W ausgesprochen wird, was die Verständlichkeit beeinträchtigt. In anderen Dialekten, vor allem im Norden, wird das R weich ausgesprochen, fast wie ein H-Laut. Aber egal, ob du das R rollen oder weich aussprechen möchtest, es ist wichtig, dass du versuchst, es klar und vollständig zu sprechen, anstatt es zu verschlucken. Ein weiterer häufiger Fehler betrifft die Wortbetonung. In der deutschen Sprache ist die Betonung oft entscheidend für die Bedeutung eines Wortes. Ein Beispiel: umfahren, umfahren, mit dem Auto über etwas fahren, und umfahren, umfahren, etwas auf dem Weg umgehen. Eine falsche Betonung kann also zu Missverständnissen führen. Achte darauf, wie die Betonung auf verschiedenen Silben im Wort liegt und übe, die Wörter korrekt zu betonen. Der Rhythmus in der deutschen Sprache kann für viele Lernende auch eine Herausforderung darstellen. Um die richtige Betonung und den richtigen Rhythmus zu üben, versuche, deutsche Lieder oder Gedichte zu wiederholen und achte dabei auf den natürlichen Fluss der Sprache. Ein häufig übersehener Fehler betrifft die Silben- und Worttrennung. Insbesondere in langen Wörtern oder zusammengesetzten Wörtern, wie sie in der deutschen Sprache oft vorkommen, neigen Lernende dazu, die Wörter zu schnell zusammenzuziehen oder die Silben falsch zu trennen. Achte darauf, dass du bei langen Wörtern jede Silbe klar aussprichst und die Wörter korrekt in ihre Bestandteile zerlegst. Übe diese Wörter langsam und deutlich, bis du die richtige Aussprache und Trennung beherrschst. Ein einfaches Beispiel für ein zusammengesetztes Wort ist Weltmeisterschaft, wobei jede Silbe klar und deutlich ausgesprochen werden sollte. Die häufigsten Fehler, die in der deutschen Aussprache vorkommen, sind also meist auf falsche Laute, ungenaue Betonung oder eine mangelnde Kontrolle über den Mundraum zurückzuführen. Wenn du diese Fehler erkennst und mit den richtigen Übungen an ihnen arbeitest, kannst du deine Aussprache schnell verbessern und dadurch deine Verständlichkeit in der deutschen Sprache deutlich steigern. Um die schwierigen Laute in der deutschen Sprache richtig auszusprechen, ist es wichtig, sich auf die richtige Technik zu konzentrieren und regelmäßig zu üben. Jeder Laut hat eine spezifische Artikulation, die du verstehen und nachahmen musst, um eine klare Aussprache zu erreichen. Eine der effektivsten Methoden, um schwierige Laute zu meistern, ist die Artikulation bewusst zu üben und langsam mit den Bewegungen des Mundes und der Zunge vertraut zu werden. Nehmen wir den Hasch-Laut als Beispiel, der in Wörtern wie ich und nicht vorkommt. Dieser Laut wird oft falsch ausgesprochen, weil er in vielen anderen Sprachen nicht existiert. Um diesen Laut korrekt zu produzieren, solltest du den Luftstrom leicht durch den Mund ziehen, während du deine Zungenspitze sanft in Richtung des Gaumens bewegst. Deine Lippen sollten dabei locker und nicht zu stark zusammengezogen sein. Der Klang sollte weich und ein wenig heiser klingen. Ähnlich dem Geräusch, das entsteht, wenn man versucht, ein H mit einem leichten K zu kombinieren. Eine gute Übung ist es, Wörter wie ich, nicht und dich immer wieder langsam auszusprechen und dabei besonders auf die Zungenspitze und den Luftstrom zu achten. Ein weiteres Beispiel für schwierige Laute ist der R-Laut, der je nach Region und Dialekt unterschiedlich ausgesprochen wird.
In vielen Teilen Deutschlands wird das R gerollt, was es für Lernende aus anderen Ländern oft schwierig macht. Um das R richtig zu rollen, musst du die Zungenspitze im Mund leicht an den Gaumen bringen und schnell vibrieren lassen. Diese Bewegung kann anfangs etwas ungewohnt sein, aber mit Geduld und Übung wird sie nach und nach einfacher. Eine gute Übung hierfür ist es, Silben wie Ra, Re, Ri, Ro und Ru zu wiederholen und sich auf das leichte Rollen der Zunge zu konzentrieren. Wenn du Schwierigkeiten hast, das R zu rollen, kannst du auch versuchen, es weicher auszusprechen. Besonders wenn du in einem Gebiet wohnst, wo das R weicher oder fast wie ein H ausgesprochen wird. Ein Beispiel ist das Wort Berlin, das in manchen Dialekten fast wie Belin klingt. Das hängt mit der regionalen Variation zusammen. Und auch hier ist es wichtig, auf die Aussprache in deiner Umgebung zu hören und diese nachzuahmen. Für den Schlaut gibt es ebenfalls spezifische Übungen. Dieser Laut wird in der deutschen Sprache viel verwendet, zum Beispiel in Wörtern wie Schule, Schiff oder Schokolade. Der Sch-Laut sollte weich und fließend klingen, ohne zu scharf ausgesprochen zu werden. Der Fehler, den viele Lernende machen, ist, dass sie den Sch-Laut zu scharf aussprechen, fast wie das englische Sch. Um die richtige Aussprache zu üben, solltest du sicherstellen, dass deine Zunge beim Aussprechen des Sch ruhig bleibt, während du den Luftstrom sanft durch den Mund ziehst. Eine gute Übung ist es, Wörter wie Schule oder Schiff langsam auszusprechen und besonders auf den weichen Übergang zwischen den Lauten zu achten. Ein weiterer schwieriger Laut ist der Z-Laut, der häufig in der deutschen Sprache vorkommt, besonders in Wörtern wie Zebra, Zeit oder Ziel. Um den Z-Laut korrekt auszusprechen, musst du die Zungenspitze direkt hinter den oberen Zähnen platzieren und einen scharfen, kurzen Ton erzeugen. Viele Lernende neigen dazu, diesen Laut zu weich auszusprechen oder mit einem S-Laut zu verwechseln. Um den richtigen Laut zu üben, kannst du Silben wie Zi, Zu und Su wiederholen, bis der Klang klar und scharf ist. Neben den spezifischen Lauten solltest du auch an deiner Intonation und Betonung arbeiten. Die Betonung von Wörtern kann die Bedeutung ändern. Daher ist es wichtig, die richtige Melodie der Sprache zu lernen. Im Deutschen werden viele Wörter betont und die Betonung erfolgt oft auf der ersten Silbe. Ein häufiges Problem bei Lernenden ist, dass sie die Wörter entweder zu flach oder zu gleichmäßig betonen, was die Verständlichkeit erschwert. Um die richtige Betonung zu üben, höre dir deutsche Lieder oder Podcasts an und achte darauf, wie die Sprecher die Wörter betonen. Wiederhole diese Wörter und versuche, die gleiche Melodie und Betonung nachzuahmen. Die Lautbildung kann durch verschiedene Techniken unterstützt werden. Eine bewährte Methode ist die Nutzung von Spiegeln, um die Bewegungen des Mundes und der Zunge während der Aussprache zu beobachten. Indem du siehst, wie du die Zunge und die Lippen bewegst, kannst du erkennen, ob du den richtigen Laut produzierst. Es ist auch hilfreich, Aufnahmen von dir selbst zu machen und sie mit der Aussprache von Muttersprachlern zu vergleichen. Auf diese Weise kannst du deine Fehler erkennen und gezielt an der Verbesserung arbeiten. Wichtig ist auch, dass du regelmäßig übst, denn nur durch kontinuierliche Praxis wird sich deine Aussprache verbessern. Plane dir täglich ein paar Minuten ein, um die schwierigen Laute zu üben. Am Anfang kann es anstrengend sein, aber mit der Zeit wirst du feststellen, dass die Aussprache immer natürlicher und flüssiger wird. Versuche Sätze zu bilden, in denen diese schwierigen Laute vorkommen, und übe sie in einem langsamen Tempo. Wenn du dich sicherer fühlst, kannst du die Geschwindigkeit langsam steigern. Eine weitere hilfreiche Übung ist das Nachsprechen von Muttersprachlern. Höre dir deutsche Videos, Filme oder Lieder an und versuche, die Sätze nachzusprechen, genau in der gleichen Geschwindigkeit und Betonung. Dies hilft dir nicht nur, deine Aussprache zu verbessern, sondern auch, ein besseres Gefühl für die Sprache zu entwickeln. Um deine Aussprache weiter zu verbessern, kannst du auch gezielt Sprachübungen für bestimmte Laute durchführen. Zum Beispiel gibt es viele Apps und Websites, die speziell auf die Verbesserung der Aussprache ausgerichtet sind. Diese Übungen sind oft spielerisch und machen das Üben unterhaltsam, was es leichter macht, dran zu bleiben. Indem du regelmäßig an deiner Aussprache arbeitest und dich auf die spezifischen Laute konzentrierst, wirst du feststellen, dass du mit der Zeit immer klarer und verständlicher sprichst. Sei geduldig mit dir selbst und gib nicht auf. Verbesserung kommt mit der Zeit und der richtigen Übung.
Um deine Aussprache effektiv zu verbessern, gibt es verschiedene Techniken und Übungen, die du in deinen Lernalltag integrieren kannst. Diese Methoden helfen dir, gezielt an deiner Aussprache zu arbeiten und schneller Fortschritte zu erzielen. Eine der einfachsten, aber effektivsten Übungen ist das langsame Sprechen. Indem du langsamer sprichst, kannst du die Kontrolle über deine Aussprache besser behalten. Wenn du die Geschwindigkeit reduzierst, hast du mehr Zeit, die Laute und Silben korrekt auszusprechen. Du kannst mit kurzen Sätzen beginnen und dich dann zu längeren Texten steigern. Diese Methode hilft nicht nur bei der Verbesserung der Aussprache, sondern auch bei der Übung der richtigen Intonation und Betonung. Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist das Nachsprechen von Muttersprachlern. Diese Übung ist besonders nützlich, weil du dabei den natürlichen Sprachfluss und die Betonung der Wörter übernimmst. Du kannst Podcasts, YouTube-Videos, Nachrichten oder sogar Filme auf Deutsch anhören und dann die Sätze nachsprechen, während du sie gleichzeitig mit der Originalaufnahme vergleichst. Achte dabei auf die Aussprache jedes einzelnen Lautes sowie auf die Geschwindigkeit und den Rhythmus der Sprache. Diese Technik hilft dir, deine Zunge und Lippen an die richtigen Bewegungen zu gewöhnen und gibt dir ein besseres Gefühl für die deutsche Sprachmelodie. Um die Aussprache weiter zu perfektionieren, ist das Üben von minimalen Paaren sehr hilfreich. Dabei handelt es sich um Paare von Wörtern, die sich nur in einem einzelnen Laut unterscheiden, aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Beispiele für minimale Paare im Deutschen sind Wörter wie bitte und bitter oder Ratte und Rate. Indem du diese Wörter wiederholt übst, lernst du kleine Unterschiede in der Aussprache zu erkennen und zu produzieren. Dies hilft dir, dich auf die Feinheiten der Sprache zu konzentrieren und Fehler in der Aussprache zu vermeiden. Eine besonders effektive Technik ist das Lautlesen von Texten. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um einen Text laut zu lesen. Dies hilft nicht nur, die Aussprache zu trainieren, sondern auch, die Lesefähigkeit zu verbessern. Wähle Texte, die deinem Niveau entsprechen, aber auch ein bisschen herausfordernd sind, damit du neue Laute und Wörter üben kannst. Wenn du dabei auf Schwierigkeiten stößt, höre dir die Aussprache von Muttersprachlern an und versuche, die korrekte Form nachzusprechen. Du kannst auch Sprachlern-Apps verwenden, die dir beim Lautlesen helfen und die korrekte Aussprache vorgeben. Um die Übungen abwechslungsreicher zu gestalten, kannst du auch Zungenbrecher in deine Routine aufnehmen. Zungenbrecher sind besonders nützlich, um die Flexibilität und Präzision deiner Zunge zu trainieren. Sie bestehen aus Wörtern oder Silben, die schnell hintereinander ausgesprochen werden müssen und dabei leicht verwechselt werden können. Zum Beispiel: Fischers Fritz fischt frische Fische. Diese Übungen helfen dir, schwierige Laute und Kombinationen schneller und genauer auszusprechen. Du kannst die Zungenbrecher zunächst langsam und dann immer schneller wiederholen, um deine Sprachgeschwindigkeit zu steigern. Zusätzlich zu den klassischen Übungen gibt es auch eine Vielzahl von Sprachlern-Apps und Online-Ressourcen, die speziell auf die Verbesserung der Aussprache ausgerichtet sind. Viele dieser Apps bieten interaktive Übungen, bei denen du deine Aussprache aufnehmen und mit der eines Muttersprachlers vergleichen kannst. Apps wie Anki für Vokabeln, Elsa Speak für Aussprache oder Speechling bieten gezielte Übungen zur Verbesserung der Aussprache. Diese Tools bieten oft eine direkte Rückmeldung, sodass du sofort erkennst, ob du einen Laut richtig ausgesprochen hast oder nicht. Die Wiederholung und kontinuierliche Anwendung dieser Apps kann dir helfen, deine Fehler zu erkennen und zu beheben. Es ist auch sinnvoll, Aussprachevideos auf YouTube zu nutzen, die gezielt bestimmte Laute behandeln. Viele Muttersprachler und Sprachlehrer bieten kostenloses Material an, das dir detaillierte Erklärungen und Übungen zu schwierigen Lauten und deren korrekte Aussprache gibt. Einige Kanäle bieten auch Videos, die sich auf die richtige Zungen- und Lippenbewegung konzentrieren. Ein sehr nützliches Format sind auch Videos, in denen ein Muttersprachler Wörter und Sätze langsam ausspricht, damit du die genaue Aussprache nachahmen kannst. Darüber hinaus solltest du dich nicht scheuen, deine Aussprache von einem Lehrer oder Sprachcoach kontrollieren zu lassen. Besonders am Anfang kann eine externe Rückmeldung sehr hilfreich sein, um sicherzustellen, dass du die richtige Technik verwendest und keine grundlegenden Fehler machst.
Viele Sprachschulen bieten auch Online-Unterricht oder Korrekturen der Aussprache durch spezialisierte Lehrer an. Eine weitere gute Methode ist das Üben von Dialogen. Du kannst einen Sprachpartner finden oder sogar mit einem Lehrer Dialoge üben, die speziell auf die häufigsten Situationen im Alltag ausgerichtet sind. Solche Gespräche können dir nicht nur helfen, deine Aussprache zu verbessern, sondern auch deine Sprechfertigkeit und dein Hörverständnis zu trainieren. Wenn du die Dialoge regelmäßig wiederholst, wirst du feststellen, dass die richtige Aussprache und der richtige Sprachfluss immer natürlicher werden. Natürlich ist es wichtig, dass du Geduld mit dir selbst hast. Aussprache zu üben ist ein langwieriger Prozess und es wird Zeit brauchen, bis du dich sicher und fließend fühlst. Es ist jedoch entscheidend, dass du dranbleibst und regelmäßig übst, um kontinuierliche Fortschritte zu erzielen. Die Kombination von verschiedenen Techniken und regelmäßiger Übung wird dir helfen, deine Aussprache zu perfektionieren und dich selbstbewusster beim Sprechen der Sprache zu fühlen. Insgesamt gilt, je mehr du übst, desto schneller wirst du Fortschritte machen. Es ist wichtig, dass du die Übungen in deinen Alltag integrierst und dir täglich ein wenig Zeit nimmst, um an deiner Aussprache zu arbeiten. Aber das Wichtigste ist, dass du dich nicht entmutigen lässt, wenn du zu Beginn noch Schwierigkeiten hast. Mit der richtigen Technik, regelmäßigen Übungen und Geduld wirst du deine Aussprache kontinuierlich verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbesserung der Aussprache ein kontinuierlicher Prozess ist, der Geduld und regelmäßige Übung erfordert. Es gibt viele verschiedene Techniken, die du anwenden kannst, um deine Aussprache zu verbessern. Von langsamen Sprechen über Nachsprechen von Muttersprachlern bis hin zu speziellen Übungen wie Zungenbrechern oder minimalen Paaren. Wichtig ist, dass du verschiedene Methoden kombinierst, um deine Aussprache auf mehreren Ebenen zu trainieren. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist die regelmäßige Praxis. Versuche täglich ein wenig Zeit für Ausspracheübungen einzuplanen, selbst wenn es nur ein paar Minuten sind. Wiederholung ist entscheidend, um die richtigen Bewegungen und Lautkombinationen zu verinnerlichen. Nutze außerdem verschiedene Ressourcen wie Apps, Videos und Sprachtrainer, um unterschiedliche Aspekte der Aussprache zu üben und neue Herausforderungen anzunehmen. Denke daran, dass du dir Zeit nehmen musst, um den richtigen Klang zu finden und eine natürliche Aussprache zu entwickeln. Fehler sind ganz normal und gehören zum Lernprozess dazu. Sei geduldig mit dir selbst und gehe den Prozess Schritt für Schritt. Mit der Zeit wirst du merken, wie sich deine Aussprache verbessert und du dich immer sicherer im Sprechen fühlst. Die Verbesserung der Aussprache ist ein wichtiger Teil des Sprachlernens, denn sie trägt dazu bei, dass du besser verstanden wirst und dich im Gespräch wohler fühlst. Wenn du kontinuierlich an deiner Aussprache arbeitest und immer wieder neue Techniken ausprobierst, wirst du deine Sprechfertigkeit stetig verbessern. Bleib dran und sei stolz auf deine Fortschritte, auch wenn sie klein erscheinen. Jeder Schritt bringt dich deinem Ziel näher. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Denke daran, regelmäßig zu üben und dich nicht entmutigen zu lassen. Wir hoffen, dass dir diese Tipps helfen, deine Aussprache zu verbessern und deine Sprachfähigkeiten weiter auszubauen. Viel Erfolg beim Üben!